Welche Kreditkarte ist besser? Die Advansia gebührenfrei Mastercard Gold oder die goldene Bank Norwegian Visa? Beide Karten sind kostenlos und beide gelten als beliebte Reisekreditkarten. Sie unterscheiden sich aber an ein paar entscheidenden Stellen. Ich zeige dir in diesem Video die Vorteile, die Nachteile und die Unterschiede. Und am Ende sage ich dir ganz klar, welche der beiden ich für die bessere Wahl halte und warum. Beide Karten verlinke ich dir unter dem Video. Wenn dir das Video bei deiner Entscheidung geholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meine Links nutzt. Damit unterstützt du den Kanal und meine Arbeit. Legen wir los. Beides sind echte Kreditkarten, also keine Debitkarten. Bei der Bank Norwegian erhältst du eine Visa-Kreditkarte, bei der Advansia eine Mastercard. Du bekommst einen festen Kreditrahmen und entscheidest selbst, ob du deine Abrechnung jeden Monat komplett ausgleichst oder ob du einen Teilbetrag stehen lässt. Wenn du alles vollständig ausgleichst, bleibt das Ganze zinsfrei. Sobald du aber in Raten zurückzahlst, werden Zinsen fällig. Und wie hoch die sind, schauen wir uns gleich noch an. Ein ganz wichtiger Punkt für viele, die Jahresgebühr. Und da kann man es kurz machen. Beide Karten kommen ohne Jahresgebühr. Es gibt keinen Mindestumsatz, kein Kleingedrucktes, keine Bedingungen, die du erfüllen musst. Kostenlos heißt hier also wirklich kostenlos. Apropos kostenlos, lass mir doch gerne schon mal einen Like da. Das hilft mir sehr und kostet dich nichts. Willkommensprämien sind immer ein nettes Extra. Bei der Bank Norwegian gibt es aktuell eine Aktion, bei der du ein Startguthaben von 15 € erhalten kannst. Um den Bonus zu erhalten, musst du nur innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt der Karte einen Einkauf mit ihr bezahlen. Die 15 € werden dir dann automatisch als Guthaben auf die Karte gebucht. Ob es diese Aktion noch gibt, wenn du das Video schaust, siehst du unter dem Link unter dem Video. Bei der Advansia gibt es dagegen kein Startguthaben. Ganz kurz zur Seriosität der Banken selbst, weil das für viele beim Thema Kreditkarte wichtig ist. Die Bank Norwegian ist eine etablierte skandinavische Direktbank mit mehreren Millionen Kunden in Europa. Die Advansia Bank sitzt in Luxemburg und ist seit Jahren auf Kreditkarten spezialisiert. Die gebührenfrei Mastercard Gold wird europaweit millionenfach ausgegeben. Beide Karten kommen also von echten Banken. Bei der Akzeptanz sind beide Karten stark. Visa und Mastercard werden weltweit in rund 200 Ländern akzeptiert. Visa liegt mit etwa 46 Millionen Akzeptanzstellen etwas vor Mastercard, die bei etwa 37 Millionen liegt. In der Praxis heißt das, beide Karten funktionieren problemlos bei Hotels, Mietwagenfirmen und überall dort, wo eine echte Kreditkarte verlangt wird. Gerade im Ausland ist das ein großer Vorteil gegenüber Debitkarten. Kommen wir zum Thema Bargeld abheben. Mit der Bank Norwegian Visa kannst du weltweit kostenlos Geld abheben. Es fallen keine Abhebegebühren und keine Fremdwährungsgebühren an. Es werden auch keine Zinsen berechnet, vorausgesetzt, du gleichst die Abrechnung rechtzeitig aus. Bei der Advansia Mastercard sieht es auf den ersten Blick ähnlich aus. Auch hier gibt es keine Abhebe- oder Fremdwährungsgebühren. Der Unterschied? Ab dem Tag der Abhebung werden Zinsen berechnet, und zwar so lange, bis du den Betrag zurückzahlst. Bei Kartenzahlungen sind beide Karten dagegen wieder gleich. Egal ob im In- oder Ausland, egal ob Euro oder Fremdwährung, es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Ein Punkt, den nicht viele kennen, der aber extrem praktisch sein kann, ist die Guthabenaufladung. Bei der Bank Norwegian kannst du die Karte zusätzlich mit Guthaben aufladen. Das ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn du eine größere Ausgabe planst und dein Kreditrahmen dafür nicht ausreicht. Bei der Advansia bist du dagegen strikt auf den eingeräumten Kreditrahmen begrenzt. Jetzt zu den Zinsen, falls du nicht alles auf einmal zurückzahlst. Bei der Bank Norwegian Karte liegt der effektive Jahreszins bei 24,4%. Die Zinsen lassen sich komplett vermeiden, wenn du deine Abrechnung jeden Monat vollständig ausgleichst. Bei der Advansia Mastercard liegt der effektive Jahreszins bei 24,69%. Die Zinsen auf die Kartenzahlungen lassen sich hier durch pünktliche Rückzahlung der Abrechnung ebenfalls komplett vermeiden. Für Abhebungen werden die Zinsen aber, wie gesagt, auf jeden Fall vom Tag der Abhebung bis zur Rückzahlung berechnet. Das zinsfreie Zahlungsziel ist bei beiden Karten ähnlich. Bei der Bank Norwegian hast du bis zu 6 Wochen Zeit von einer Zahlung bis zum Ausgleich. Und das gilt sowohl für Kartenzahlungen als auch für Bargeldabhebungen. Bei der Advansia gilt das zinsfreie Zahlungsziel von bis zu 7 Wochen nur für Kartenzahlungen. Bei Abhebungen laufen die Zinsen immer sofort. Eine sehr praktische Funktion ist der automatische Lastschrifteinzug. Bei der Bank Norwegian kannst du die Abrechnung bequem per Lastschrift ausgleichen. Damit läufst du nicht Gefahr, eine Zahlungsfrist zu verpassen. Bei der Advansia Mastercard musst du selbst überweisen und dich aktiv um die pünktliche Rückzahlung kümmern. Beim mobilen Bezahlen sind beide Karten gut aufgestellt. Mit der Bank Norwegian kannst du Apple Pay, Google Pay und Garmin Pay nutzen. Bei der Advansia stehen dir Apple Pay und Google Pay zur Auswahl.
Kontaktloses Bezahlen funktioniert auch bei beiden Karten, natürlich auch ganz klassisch mit der Karte selbst. Zum Schluss noch das Thema Versicherungen. Beide Karten kommen, obwohl es keine Jahresgebühr gibt, mit einem kostenlosen Reiseversicherungspaket. Die Versicherungen gelten jeweils für dich und bis zu 3 Mitreisende. Voraussetzung ist, dass mindestens 50% der Reise mit der Karte bezahlt wurden. Bei der Bank Norwegian sind enthalten Reisekrankenversicherung, Reiserücktrittskostenversicherung und eine Gepäck- und Gepäckverspätungsversicherung. Bei der Advansia bekommst du zusätzlich noch eine Auslandsprivathaftpflichtversicherung. Im Schadensfall gibt es bei beiden Karten eine Selbstbeteiligung. Sie liegt bei der Bank Norwegian bei 185 €, bei der Advansia meist bei 100 €. Kommen wir zur entscheidenden Frage. Welche Karte ist jetzt die bessere? Die Advansia Mastercard Gold oder die Bank Norwegian Visa? Beide Karten sind attraktiv. Meine Empfehlung ist aber die Bank Norwegian Kreditkarte. Sie ist dauerhaft kostenlos und weltweit ohne Fremdwährungsgebühren einsetzbar. Gegenüber der Advansia-Karte bietet sie noch weitere Vorteile, nämlich kostenlose Bargeldabhebungen ohne Zinsen, einen automatischen Lastschrifteinzug und die Möglichkeit, Guthaben aufzuladen. Dazu kommt die etwas höhere Akzeptanz von Visa. Die Links zu beiden Karten findest du, wie immer, unter dem Video. Wenn du noch Fragen hast oder dir unsicher bist, welche Karte besser zu deinem Nutzungsverhalten passt, schreib mir gern in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.